Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur Wunderland Update. Heute eine spektakuläre Folge. Es ist der blanke Wahnsinn. Es ist nämlich soweit. Es hat von euch so auf diesen Wunsch gehagelt, einmal gemeinsam über die neue Brücke zu gehen. Die Brücke ist jetzt fertig. Wir können da jeden Tag rübergehen. 3000 Quadratmeter haben wir da drüben. Die bauen wir gerade fertig, damit wir spätestens so in 2-3 Wochen schon mal Rio de Janeiro aufbauen können. Aber jetzt soll erstmal der spektakuläre Moment dran sein und wir gehen zusammen über die Brücke. Ja, das wird auch später der Weg sein, an dem dann hoffentlich fertigen Monaco vorbei, an der Provence vorbei. Aber eine wichtige Sache noch, dieses Update, eigentlich Lockdown-Update, soll einen neuen Namen kriegen. Habt ihr nicht eine Idee für einen Namen? Insgesamt werden wir in dieser Folge euch ganz viele Fragen stellen. Wir haben nämlich so viel vor, wo wir noch nicht genau wissen, wie bauen wir das drüben. 3000 Quadratmeter sind zu bauen, in 4 verschiedenen Böden. Bitte versucht immer mal euch in die Gedanken reinzuversetzen und schreibt es in die Kommentare. Eine Sache zum Beispiel ganz banal, ihr kennt, wir haben Gerrits Tagebuch, wir haben How to Build South America, wir haben das Update über die Provence und Monaco und wir hatten bis heute unser Lockdown-Update. Das hat euch eigentlich so viel Spaß gemacht, mal so hinter die Kulissen zu schauen. Was passiert eigentlich sonst im Wunderland? Was haben wir während des Lockdowns hier alles saniert und so weiter? Das ist jetzt hoffentlich demnächst mal vorbei. Aber wir wollen diese Serie weiterführen. Aber sie Bau-Update zu nennen oder so wäre ja langweilig. Habt ihr nicht irgendeinen coolen Namen, der das widerspiegelt, dass alles drumherum gezeigt wird? Also nicht die reinen neuen Modellbauabschnitte, sondern alles, was so alltäglich im Wunderland passiert. Und dann alle 4 bis 6 Wochen soll es ein neues Update geben. Wenn ihr einen coolen Namen dafür habt, schreibt ihn mal in die Kommentare. Jetzt ist es soweit. Das ist der direkte Weg zur Brücke. Alles das ist natürlich später schön. Hier ist ein wunderschönes Portal. Und dann geht man rauf auf unsere wunderschöne Brücke. Und es ist immer anders. Egal, ob morgens hier die Sonne aufgeht, ob sie da abends untergeht, Sturm, Wind, Schiffe fahren unterdurch. Es ist der blanke Wahnsinn. Es ist immer noch ein komisches Gefühl für mich, weil sie ist abschüssig. Das heißt, man merkt richtig deutlich, dass man runtergeht. Das ist also die von vornherein geplante schiefe Brücke von Hamburg und es ist immer wieder lustig. Es wird so spektakulär, weil da unten ist unser tolles Modell eingebaut, 25 Meter lang. Die schönsten Bilder der Welt von oben oder die Farben der Welt von oben. Und da haben wir wieder ein paar Fragen an euch. Und zwar, kommt mal mit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, diese lächerlichen 25 Quadratmeter, wie sie uns Kopfschmerzen bereiten. Wir haben ja schon seit 2 Jahren diesen Test laufen, dass wir 2 bis 3% abwärts fahren müssen, kein Problem, aber auch wieder hochkommen müssen. Diesen Dauerbetrieb mit Highspeed-Zügen wollen wir da lang knallen. Ist einigermaßen gelöst. Jetzt sind wir aber dabei, was bauen wir als Modell dahin? Wir wollten schon immer die schönsten Bilder der Welt von oben bauen, so die Farben der Welt. Da gibt es so spektakuläre Bilder. Ich habe sie hier mal als Übersicht, wir blenden euch die mal ein. Die wollen wir so mit 20 bis 25 Motiven hier verewigen. Und ehrlich gesagt, das stört ab und zu auch mal eine Eisenbahn. Wenn durch die Wüste die Eisenbahn fährt, dann geht das ja vielleicht noch, aber es gibt bestimmte Bilder, da funktioniert das einfach nicht. Jetzt sind wir also am Überlegen, werden wir vielleicht einen Teil der Strecke untertunneln. Das heißt, da haben wir dann die ganze Breite dafür, was ja auch gar nicht so viel ist für so ein schönes Bild. Nur für die Landschaft. Was ist euch wichtiger? Wollt ihr lieber 25 Meter die Eisenbahn richtig als Highspeed durchknallen sehen? Oder können wir auch mal so die Hälfte der Strecke untertunneln, dass dann diese Teile der Landschaft richtig schön ohne Eisenbahn zu sehen sind? Zweite Frage, die ist auch noch ganz wichtig. So eine zweispurige Strecke, für Highspeed eigentlich ganz wichtig, ist ganz schön breit. Reicht vielleicht auch eingleisig oder ist besser zweigleisig? Wollt ihr nur Highspeed-Züge haben oder auch ein paar langsame Züge? Das sind so viele Fragen, wo wir von euch mal eine Meinung haben wollen. Was wollt ihr eigentlich sehen? Ist die Eisenbahn wichtiger, eingleisig, zweigleisig, nur Highspeed oder auch andere Züge? Und soll das Modell im Vordergrund stehen? Das war's für diesen Teil. Jetzt wird's ganz spannend. Jetzt gehen wir auf die Baustelle. Da wird ganz doll gebaut. Es ist mega laut. Wir wollen auch nicht die Baustelle unterbrechen. Wir wollen nämlich in 2-3 Wochen fertig sein mit dem oberen Teil, damit wir Rio anfangen können aufzubauen. Ab geht's. Jetzt gucken wir mal rein, wie weit die sind. Eine Sache noch, wenn wir rübergehen. Es gibt ja 2-Leiter- und 3-Leiter-Gleis. Und wir haben hier ein Problem, die Highspeed-Züge, die donnern ja mit einer Geschwindigkeit hier lang, dass wir überlegen, ob wir mit Magnet noch so eine Haftung erzeugen müssen. Das Märklin 3-Leiter-Gleis ist magnetisch. Das 2-Leiter-Gleis aber nicht. Und es ist ein Glaubensglied, welches wir nehmen sollen. Wir überlegen immer noch, ob wir 2 Leiter nehmen, haben aber nicht das richtige Gleis. Habt ihr eine Idee, welches Gleis auf der ganzen Welt ist richtig magnetisch? Also die meisten Gleise, die wir kennen, sind nämlich nicht magnetisch. Jetzt aber mal auf in den neuen Bauabschnitt. Es ist mega laut, also nicht erschrecken. Und hier sind wir in unserem neuen Bauabschnitt. Es ist so wahnsinnig. 3000 Quadratmeter. Das hier ist nur ein Teil. Wir sind vom 1. bis zum 5. Boden. Ist alles jetzt unseres. Wir haben so viel Platz für die Zukunft. Hier haben wir einen Riesenteil der Decke rausgenommen, damit man von oben auf den Regenwald später gucken kann. Da hinten gehen die Anden so hoch, dass man von hier an der Anlagenkante
30 Meter bis nach oben zur Spitze hochgucken kann, das Ganze sich von unten anschauen kann, von oben anschauen kann. Das dauert aber noch ziemlich lange. Anfangen wollen wir mit Rio de Janeiro und deswegen wird auch unter Hochdruck gebaut, weil in 2 bis 3 Wochen wollen wir da in der Ecke beginnen, Rio de Janeiro aufzubauen. Da hinten an der Ecke bis unter die Decke steht der Corcovado, der so über ganz Rio blickt. Runter der Blick, da kann man übrigens von oben dann auch runter gucken. Ihr könnt also wirklich auf so eine Stufe hochgehen und von oben runter gucken. Hier dann ja, Zuckerhut mit Copacabana, da hinten Karneval. Und wenn das Ende des Jahres hoffentlich fertig ist, geht es volle Granate weiter mit Patagonien. Das ist die Ecke da hinten. Auch ein Teil Antarktis, das finde ich ganz toll. Mit Eisbären sind ja gar nicht, mit Pinguinen. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Wunderschön, hat man schon aus vielen, vielen Bildern gesehen. Dieser Teil Antarktis wird spektakulär. Geht dann weiter Patagonien mit Perito Moreno, dieser Gletscher, den man vielleicht kennt, wo die Leute immer warten, dass was abbricht. Da bin ich mit Gerrit zusammen hingefahren. Da haben wir auch noch ein paar Bilder. Das war spektakulär. Man wartet die ganze Zeit, ob jetzt ausgerechnet ein Riesenteil abbricht. Da überlegen wir auch, ob wir das technisch noch nachgebaut kriegen, das was abbricht. Eisenbahn, ein wunderbares Thema in Südamerika in der Ecke. Da wollen wir uns so richtig schön austoben, auch mit der historischen Zeit der Eisenbahn, die da früher ganz, ganz wichtig da war für die Handelswege. Hier, das ist dann der 3. Abschnitt, das dauert also schon noch 1, 2 Jahre, bis wir damit anfangen. Der Regenwald wird spektakulär. Man steht also wirklich hier, hat einen Riesenbereich Regenwald, geht dann wie gesagt die Anden nach oben hoch bis hinten und wenn man dann später beim 4. Bauabschnitt da hinten lang geht, kommt Karibik, Mittelamerika, Panama-Kanal vielleicht. Das sind so heiße und tolle Themen, die wir dann in den nächsten Jahren bauen. Es ist spektakulär. Oben wollen wir, bis wir dann später mal in, was weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahren Asien, Afrika oder sonst was in der fernen Welt noch bauen und die ganzen Sonderausstellungen bauen. Wo wir die hinbauen und was für euch da wichtig ist, das klären wir zusammen am besten jetzt, indem wir mal einmal hochgehen. Und da kommt ihr hoch. Ihr geht gar nicht hier hoch, ihr kommt später da hoch. Mitten in den Anden geht dann so ein Weg hoch, von unten nach oben. Und dann kann man hier das Ganze sich nochmal von oben anschauen. Und hier haben wir noch lange, lange Zeit. 2, 3 Jahre wird es mindestens dauern, bis wir hier mit Asien oder Afrika, Mittlerer Osten anfangen. Das sind so im Moment unsere Themen, die wir haben. Ihr könnt ja mal sagen, was euch eigentlich am wichtigsten wäre. Aus dem Team kommt zum Beispiel ganz oft der Wunsch, ferne Galaxien, sich nicht an irgendwelche Vorgaben zu halten, ganz verrückt zu denken, völlig der Fantasie freien Lauf zu lassen. Ist auch noch eine Idee. Aber jetzt haben wir ganz lange Zeit und hier sind ein paar Fragen an euch. Zum Beispiel, ganz banal, das Geländer. Ihr habt ja vielleicht mal in die Schweiz runtergeguckt und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, das Geländer ist schräg nach vorne. Also man kann sich so richtig darüber legen. Das ist für einige in manchen mal ein bisschen komisches Gefühl. Und jetzt überlegen wir hier, machen wir das gerade? Wir wollen es auf jeden Fall auch aus Glas machen. Oder ist diese Neigung, dass man so ein bisschen sich nach vorne legt, eigentlich ganz cool? Da könnt ihr mal sagen, was eure Erfahrungen in unserer Schweiz waren. Und jetzt wird es ganz spannend. Wir wollen die nächsten 2, 3 Jahre alle unsere Sonderausstellungen hier aufbauen. Ich weiß nicht, wer schon mal im Wunderland war. Seit Jahren machen wir immer mal so ein paar Sachen zur Wahl oder so. Und wir haben inzwischen, ich glaube, 7 Sonderausstellungen. Uns würde mal interessieren, an welche erinnert ihr euch noch? Was fällt euch ein, damit wir mal so ein Gefühl haben, was könnte das Wichtigste sein? Was hat am meisten ja, in eurem Gedächtnis sozusagen Platz hinterlassen? Hat euch am meisten berührt, dass es eine schöne Ausstellung war? Weil wir wollen die, soweit es geht, hier oben unterbringen. Wir werden nicht alles hier unterbringen können. Und die nächste Sache, soll es ein Rundgang sein? Also soll man einmal drumherum gehen, sodass es einen roten Faden gibt? Oder sollt ihr euch hier frei bewegen können? Wir sind auch noch nicht ganz sicher. Wir haben auch noch ein halbes Jahr Zeit. Also wenn ihr uns da ein paar Tipps geben könntet, dann wäre das klasse. Die Wände lassen wir hier oben möglichst so authentisch. Wir werden ein paar Stellwände aufstellen, damit wir zu den Ausstellungen auch was sagen können. Ja, und dann in 2, 3 Jahren verschwinden die wieder. Dann gehen die nach unten in den 2. Boden. Hier sind wir im 4. Boden, weil da haben wir noch so viel Platz. Wir haben auch noch den 1. Boden. Und da kommt was ganz Besonderes rein. Das haben wir jetzt schon mal angedeutet. Euch verraten wir das auch noch nicht so ganz, weil es eine Überraschung ist. Wir arbeiten mit dem Europapark zusammen. Wir pflegen schon lange eine ganz tolle Freundschaft. Das ist ein sehr ähnlich denkendes Unternehmen wie wir. Die Menschen, die dahinter stecken, das Familienunternehmen, die sind mit Leib und Seele dabei. Und deswegen hat das schon immer gut gepasst. Und jetzt machen wir was zusammen. Und zwar ein mega Virtual Reality Erlebnis. Und zwar wollen wir genau mit dem spielen, was das Wunderland ist. Die kleine und die große Welt. Wir als Menschen werden also in die kleine Welt gehen mit einer sehr spannenden Geschichte. Das ist wahnsinnig verrückt. Das ist unfassbar, was heute technisch möglich ist. Das kommt in den 1. Stock. Wahrscheinlich schon Ende November. Vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Das wird großartig. Wir sind da sehr, sehr intensiv gerade dabei. Also da müsst ihr euch noch mal überraschen lassen. Das war jetzt ein kleiner Rundgang über unsere Baustelle. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr noch mehr sehen wollt, ob das überhaupt ein Thema ist, dass hier irgendwelche Wände gebaut werden, ob euch nur die Anlage interessiert, was euch noch anderes interessiert, wie der Name für dieses Update sein soll.
Es sind so viele Fragen, die uns jeden Tag berühren und bei diesen Fragen wollen wir euch auch in Zukunft mitnehmen. Jetzt genießt noch ein paar Zeitrafferaufnahmen. Ansonsten hoffen wir, dass der Lockdown bald zu Ende ist, wir als Wunderland wieder öffnen können und wie immer bleibt gesund und munter.